Fontaine where the sunlight gleams. Virginia Pike sets the tone for dreams. With tales of wizards, rings and wandering, a world unfolds in the smoke swirling. Hallo meine lieben Pfeifenfreunde und herzlich willkommen zu meinem heutigen aktuellen Video. Ihr seht, ich sitze schon wieder draußen auf der Loggia. Wir haben heute Donnerstag, es ist mittlerweile der 12. September. Die Temperaturen sind in den letzten Tagen doch deutlich zurückgegangen. Vor einer Woche hatten wir noch um die 30 Grad, heute liegen die Werte doch deutlich drunter. Und wenn ich mal so einen Blick nach hinten werfe, wir haben momentan eine Temperatur von um die 15 Grad, deswegen auch Jeansjacke an, sicher ist sicher. Ja, was erwartet euch heute? Ich möchte euch heute einen Tabak vorstellen, und zwar einen der Tabake, die man mir kostenlos hatte überlassen können, fand ich super. Und es geht diesmal um einen Tabak, wo ich mir vorab Informationen von einem Pfeifenfreund erstmal auf Facebook geholt hatte. Und diesen Tabak würde ich euch heute gerne mal vorstellen. Konkret geht es um diesen Blend hier. John Ronald in a cozy nook writes about a quest in a weathered book. The Shire's peace, a sweet and spicy hue, echoes tales of Middle Earth and skies so blue. John Ronald in a cozy nook writes about a quest in a weathered book. The Shire's peace, a sweet and spicy hue, echoes tales of Middle Earth and skies so blue. Ready Ralph Flake with an ancient song fills the air as we sing along. Sweet aroma of the pipe's embrace leads us through this enchanted place. Hobbits dance in the moonlight fair, elves and dwarves with stories to share. Virginia's warmth in the glowing embers, every puff a memory to remember. Ready Ralph Flake with an ancient song fills the air as we sing along. Sweet aroma of the pipe's embrace leads us through this enchanted place. So, hier ist die Dose nochmal. Es geht um den Bloemfontein Ready Rubbed aus dem Hause Tabak Benton, auch bekannt als Cigar World. Diese Dose hatte man mir seitens McBaron kürzlich zukommen lassen. Ich hatte von dem Tabak keine Ahnung. Ich wusste zwar, es gibt den Tabak auch als Flake, hier aber geht es um den Ready Rubbed. Ich hatte keine allzu große Erfahrung damit und auf Facebook hatte ich nur zufällig einen Beitrag gesehen, da ging es um die Farbgebung der Dose hier. Und einer der Facebook-Pfeifenfreunde, der ja vor allem Spezialist eigentlich für Peterson-Pfeifen ist, hatte mir dann erklärt, dass er so eine alte Dose auch hat, und zwar von Capstan. Gleiche Farbgebung oder sagen wir mal eine ähnliche Farbgebung mit Streifen, sah eigentlich ganz witzig aus und soll wohl auch der Original Capstan sein, wie ihn einst John Ronald Reuel Tolkien geraucht haben soll. Jeder von euch wird ihn ja kennen, das ist ja der Verfasser der Herr der Ringe Filme, beziehungsweise der Herr der Ringe Bücher und auch von der kleine Hobbit. Und von dem war ja bekannt, dass er sehr gerne den Capstan immer geraucht hat, und zwar in der originalen Version von einst. Und dieser Pfeifenfreund hatte mir halt gesagt, ja, der Verdacht liegt doch ziemlich nahe, dass eben hier der Bloemfontein eben diesem Capstan entsprechen könnte. Ob dem so ist oder nicht, das würden wir ja gleich noch herausfinden. Aber bevor ich jetzt hier auf den Duft eingehe, erst einmal kurz ein kurzer Blick darauf, wie der Tabak ausschaut, und dann machen wir entsprechend munter weiter. Also bis gleich. Gandalf's wisdom in the curling smoke, paths of adventure in every spoke, the lands of wonder with a sense so fine, inspiring journeys through space and time. Space and time. Ihr hört es ja, der heutige Tag ist kein guter Tag. Es ist mal wieder viel an Hintergrundgeräuschen.
Hier ist wieder ein Nachbar am Rumwerkeln. Gerade eben ist ein Zug vorbeigefahren. Gelegentlich fliegen hier auch mal noch Flugzeuge übers Haus. Schauen wir mal. Hier ist nochmal die Dose. Tabak ist hier in so einer weißen Papiertüte eingebracht, wie ja eigentlich üblich bei solchen Dosen. Abgedeckt von einem weißen Blatt, ohne irgendwelche Beschriftungen. Und hier ist das Kraut. Ich habe erst 2 Pfeifen davon geraucht, aber nichtsdestotrotz, geschmacklich hatte sich dabei nichts geändert. Und jetzt werde ich euch den Tabak ein bisschen genauer vorstellen. Was halt auffällt, wenn wir die Dose öffnen und dran riechen, da kommt einem unweigerlich der typische Duft von Virginia entgegen. Es riecht mal wieder nach Vollkornbrot, wie so oft. Und auch eine ganz dezente Zitrusnote, was aber wohl auch dem Virginia hier geschuldet sein dürfte. Dezenter Duft nach Trockenfrucht. Kurzum, rundum lecker. Tja, der Tabak schaut schön aus. Ein schöner Ready Wrapped. Da würde ich sagen, in gewohnter Weise jetzt erstmal ein kleiner Blick noch auf die Pfeife, in die ich den Tabak eingebracht hatte. Und dann gehen wir auch schon direkt zum Review über. Also, bis gleich. Cobrox them are life, an amusing fucking down I found. Ready Ralph Flake with an ancient song fills the air as we sing along. Sweet aroma of the pipe's embrace leads us through this enchanted place. Ooh, this enchanted place. Gandalf's wisdom in the curling smoke, paths of adventure in every spoke, lands of wonder with a sense so fine, inspiring journeys through space and... Jetzt habt ihr die Pfeife gesehen, hier ist sie nochmal. Ich hatte sie auch schon vorgestellt vor einiger Zeit. Das ist eine Gigi, ein wunderschönes, zierliches Prinzmodell. Tabak in meiner gewohnten Weise eingebracht. Nach oben hin ist ein guter halber Zentimeter Platz, da der Tabak sich üblicherweise gut aufbäumt, und ich denke mal, der wird hier heute keine große Ausnahme bilden. Also kommen wir zum Anzünden. Wie ihr gut erkennen könnt, der Tabak bäumt sich erwartungsgemäß auf. Oberfläche geglättet. Wie für einen Virginia üblich, während des Anzündens ist er wirklich für einen kurzen Moment bitter, bissig durch den enthaltenen Zucker. Doch auch hier dauert es wieder nur 1 bis 2 Sekunden, bis dieses bittere Aroma verschwunden ist und jetzt eine entsprechende Virginia Würze mit einer dezenten Süße weicht. Ich muss zugeben, den Capstan Blue habe ich nie geraucht. Ich kenne den Capstan Yellow, ich kenne aber auch noch andere Virginia Flakes vor allem. Ich hatte den Criswell Golden Navy Cut schon geraucht und auch schon entsprechend vorgestellt. Und seit vielen Jahren, seit Jahrzehnten bereits, gehört ja auch der Patriot Flake von DDM Darn Tobacco zu meinen absoluten Lieblingen. Und das sind Tabake, die bringen eine ordentliche Süße mit. Und hier der Bloemfontein von Tabak Benton, hergestellt von Mac Baren, der geht da noch in eine etwas andere Richtung als das, was ich erwartet hätte. Der Pfeifenfreund meinte ja, das hier käme wohl ziemlich dicht an das Original von Capstan heran, wie es damals John Ronald Reuel Tolkien geraucht haben soll. Süßlicher, süffiger als der heutige Capstan Blue,
aber halt wohl auch würziger als der Capstan Yellow. Der Tabak ist primär würzig, das merkt man. Der hat dieses heuige, würzige Aroma der etwas kräftigeren Virginias. Aber auch hier wieder so ein leicht Zitrus, wie einen ganz, ganz dezenten Hauch von Zitrone verspüre ich hier, was ich auch auf die Virginias natürlich zurückführe. Ich hatte jetzt neulich, oder das heißt, ich glaube heute früh war es gelesen, da würde wohl Bergamott so ein bisschen mitspielen. Das kann ich jetzt in dieser Form nicht bestätigen. Also ich rieche kein Bergamott, ich schmecke auch kein Bergamott, aber so ein leichter Hauch Zitrone. Aber jetzt nicht den Saft, sondern wie eine Zitronenzeste, den Abrieb einer Zitrone. Auch so ein bisschen was von Malzbier. Also jetzt wirklich so ein Karamalz, aber nicht diese pappige Süße vom Karamalz, sondern so dieses ja eher das Malzige schmecke ich hier. Also es ist für mich eine Mischung aus Malzbier mit so einem Hauch von Zitrone, aber auch mit einem Hauch von Trockenfrucht. Aber nicht prägnant im Vordergrund, wie das beim Patriot Flake der Fall ist oder auch beim Crispy Golden Navy Cut, sondern hier halt doch deutlich dezenter, ganz subtil im Hintergrund. Und auch beim retronasalen Rauchen, beim Abgang durch die Nase, spürt man so diese würzigen Virginias, subtil eine leicht süßlich-säuerliche Note, die damit spielt, die sehr angenehm ist. Aber halt auch wieder diesen Hauch von Malzbier, aber dieses ungesüßt, als wirklich dunkles Bier. In meinen Augen ein sehr angenehmer Tabak. Eben das, was ich mir von einem schönen Virginia verspreche. Diese leicht dezentige Trockenfruchtnote im Hintergrund. Dieses leichte Zitrusaroma, das mitschwingt, das mich so ein bisschen an Zitronenzesten erinnert. Aber auch wie eine Art ungesüßtes Malzbier. Das ist schon sehr, sehr lecker. Bloemfontein ist eine Stadt in Südafrika. Das wusste ich jetzt auch unabhängig von John Ronald Tolkien, weil vor vielen Jahrzehnten dort Freunde von mir öfters hingeflogen sind, um Urlaub dort zu machen. Aber Bloemfontein ist halt auch eine Stadt, in der halt Tolkien kurz gelebt hat. Der ist dort geboren worden, bevor er halt nach Großbritannien rüber ist. Und von daher wird es halt namentlich mit Tolkien verbunden. Und der ehemalige Capstan in ähnlichen Farben halt eben ist halt eine weitere Reminiszenz an den großen Autor, der uns den Herrn der Ringe beschert hat. Wenn der Bloemfontein wirklich dem Capstan entsprechen sollte, den Tolkien früher geraucht hat, dann ist es gut verständlich. Und für mich ist es so ein Spagat zwischen den würzigen Virginias auf der einen Seite und den doch süffigeren, nach Trockenfrucht und Vollkorn schmeckenden Virginias auf der anderen. Das Ganze mit so einem Hauch von Zitrone, Malz, äußerst lecker. Der Ready Rubbed hat sich sehr leicht stopfen lassen. Ihr habt ja gesehen, mit dem ersten Streichholz einheitlich zum Glimmen gebracht. Auch hier, obwohl es so ein bisschen windig ist, kein Problem. Ich sagte ja, ich habe ihn bereits zweimal geraucht. Das war vorher Savinelli 320 KS, beide Male. Jetzt habe ich mich ja bewusst hier für ein etwas kleineres Shape entschieden, für dieses Prinz-Modell von Gigi. Und auch hier, der klimmt vorzüglich runter. Gibt einen schönen kühlen Rauch ab, ist nicht bissig auf der Zunge, außer während des Anzündens. Von daher eine richtig schöne, angenehme, runde Sache, die Tabak Benton da auf den Markt gebracht hat. Ja, für mich eine sehr angenehme Art und Weise, die Mittagspause zu verbringen. Hier sitzen, Bloemfontein, GG, perfekte Kombi.
Auch der Bloemfontein raucht sich bequem jetzt runter. Auch hier, nach ungefähr 3/4 der Füllung, nimmt er ein bisschen an Fahrt zu. Er wird kräftiger. Die Süße, die ja ohnehin nur subtil ist, tritt immer mehr ins Hintertreffen. Es wird würziger und zum Schluss halt erwartungsgemäß etwas aschig, bevor dann wirklich die Pfeife durchgeraucht ist. Die Savinelli 320 kS rauscht damit locker 80, 90 Minuten. Bei der Chichi hier schätze ich jetzt mal eher, das Füllvolumen ist ja kleiner, dass ich so auf 60, 70 Minuten kommen werde. Ideal für eine einstündige Mittagspause und von daher jetzt für ein kleines Intermezzo hervorragend geeignet. Von daher war es das auch schon von mir für heute zur Vorstellung des Bloemfontein aus dem Hause Tabakbänden in Düsseldorf, auch bekannt als Cigar World. Von mir natürlich eine ganz klare Empfehlung an Virginia-Liebhaber und all diejenigen, die es werden wollen. Und auch für Aromatenliebhaber. Es ist trotz allem dieses ganz dezent fruchtige Aroma im Hintergrund, nach ein bisschen Trockenfrucht in Verbindung mit einem Hauch von Zitronenzeste und das Ganze halt mit so einem malzigen Unterton, der das Ganze harmonisch weich abrundet. Ungesüßtes Malzbier trifft auf Zitrone, trifft auf Trockenfrucht. Das ist für mich eigentlich das, was man dann schön in Virginia versteht. Top. Tja, von daher in gewohnter Weise danke ich euch sehr für eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit eurem Pfeifen, mit euren Tabaken. Bleibt mir gesund, bleibt bitte meinem Kanal gewogen. Wir werden uns auf jeden Fall wiedersehen hier auf meinem Kanal zu dem einen oder anderen Review. Happy Puffing, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. God's wisdom in the curling smoke. Paths of adventure in every spoke. Lines of wonder with a sense so fine. Inspiring journeys through space and time.